Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Phil von Oizo Music und heute geht es mit Paul van Dyk weiter. Wir schauen uns zusammen das nächste Studioalbum von ihm an, und zwar Music Rescues Me. Ob diese Musik auch mich gerettet hat, erfahrt ihr jetzt. Ja, im Grunde fuhr Paul hier den Weg recht ähnlich vor, den er mit From Then On eingeschlagen hat. Das heißt, es gab wieder zahlreiche Features und stilistisch ist es moderner Pure Trance mit einer gewissen Uplifting-Ausrichtung. Veröffentlicht wurde Music Rescues Me Ende 2018 auf seinem eigenen Label Vendit. Wir kommen jetzt zur Track-by-Track-Analyse. Das Album beginnt natürlich mit dem Opener und zwar mit Amanecer. Der Opener ist ein absoluter Oberhammer, meiner Meinung nach. Ist ein Feature mit Lostly gewesen, mit André Frauenstein, und ich persönlich mag ehrlich gesagt ja so gut wie alles an dem Track. Also es beginnt zunächst wundervoll mit atmosphärischen Soundtexturen, unter anderem hat man Atemgeräusche und TP303 ähnliche Klänge, flirren auch so ein bisschen im Sound, in der Soundstruktur herum. Erinnert mich sogar ein bisschen an New Age ähnliches, gerade die erste, ich weiß nicht genau, 2 Minuten etwa. Dann wird es aber sehr tranceig, also auch im relativ klassischen, eher progressiven Stil. Baut sich schön auf alles, man hat keinen Tech-Sound oder sonstiges, hat einen richtig geilen, treibenden Trance-Beat, der richtig abgeht. Die Melodie finde ich zum Beispiel auch sehr gelungen, ist wahrscheinlich Super Saw Sound, also JP 8000, Roland JP 8000 könnte es sein, klingt für mich ein bisschen danach. Die Melodie ist auch nicht jetzt extrem virtuos oder so, aber sie bleibt hängen, und ist auch relativ düster gehalten, was mir auch persönlich sehr zusagt. Wenn ich persönlich ganz ehrlich bin, ist es einer der allerbesten neueren Tracks von Paul van Dyk und auch für mich kann ich direkt sagen, die geilste Nummer von Music Rescues Me. Zusätzlich auch, muss ich sagen, finde ich persönlich die Melodie nicht so 0815-mäßig. Wir haben auch auf dem Album, dann auf dem nächsten Album und auch auf dem, was danach kommt, gab es sehr viele Melodien, die relativ 0815 sind. Ich finde diesen Track echt herausragend. Also ist anders einfach, ist sehr progressiv, nicht dieses Uplifting-Schemata. Ja, Amanecer heißt Sonnenaufgang oder auch Erwachen. Und Sonnenaufgänge sind ja was ganz Schönes und ein beeindruckendes Naturschauspiel. Ähnlich sieht es aus mit meinem Hörbeispiel, das bei so einem Kracher natürlich nicht fehlen darf. Track Nummer 2 und Nummer 3 war einmal You Are mit Alan Wise und der Sängerin Sue McLaren, und dann hätten wir noch Voyager. Diese Nummer hat er zusammen mit seinem Kumpel Alex Morph, dem deutschen Produzenten, gemacht. Das sind beides relativ gute Nummern, schöner Aufbau, emotionaler Breakdown. Aber man hat das Gefühl, diese Strukturen ja schon mittlerweile sehr, sehr oft gehört zu haben. Also sehr, sehr häufig gehört zu haben. Das setzt sich für mich jetzt auch nicht von dem Üblichen ab, auch wenn es natürlich sehr gut produziert ist. Track Nummer 4 und Track Nummer 5 sind einmal Echoes mit James Cottle und dann hätten wir Solar Snapshot mit Chris Becker, dem deutschen Produzent, aus Berlin stammt er auch. Ist beides sehr sauber produziert, treibend, aber im Endeffekt doch ohne den letzten großen Wow-Effekt. Track Nummer 6 war der Titeltrack, war auch die Leadsingle vom Album, und zwar Music Rescues Me, haben wir hier an der Stelle im PVD Club Mix. Wurde auch geschrieben von Paul van Dyk natürlich und auch Johnny McDade übrigens, der gar nicht als Sänger hier in Erscheinung getreten ist. Trotzdem hat er an dem Track mitgeschrieben. Der Song selber ist in C-Dur gehalten, kann ich sagen. Also das heißt, alle weißen Tasten und auch natürlich die Akkorde entsprechend. Mich persönlich überzeugt die Melodie leider nicht. Also es wirkte auf mich persönlich etwas sehr brav alles, und es erinnert mich persönlich auch an irgendeinen anderen Song, auf den ich momentan nicht komme. Gerade am Anfang hat man ständig den Wechsel von der Note D und E, ja, also dieses da 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 da. Also am Anfang, das sind immer D-E-Wörter im Wechsel gespielt. Das erinnert mich an irgendeinen anderen Song.
Falls es jemand weiß und drauf kommt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich finde, die Message vom Titel unterschreibe ich komplett, bin ich absolut dabei. Thematisch ist es vermutlich auch wieder auf seinen schlimmen Sturz von der Bühne Anfang 2016 bezogen. Musikalisch überzeugt mich, wie gesagt, leider nur bedingt. Also man sieht dann am Ende von dem Album gibt es dann auch nochmal ein Reprise, wo die Melodie nochmal in einer sanfteren Art, im Piano-Style gespielt wird, und da finde ich die Melodie eigentlich schon noch ein bisschen besser umgesetzt. Da strahlt sie ein bisschen schöner. Trotzdem bleibt es eine relativ simple Melodie. Track 7 wäre dann Aurora, ist ebenfalls solider bis guter Progressive Trance. Zusammenarbeit mit Steve Decay an der Stelle. Im Breakdown hat man hier Piano, dann auch einen fetten Lead-Sound. Es hat keine herausragende Melodie, ist insgesamt okay. Track Nummer 8, Future Memories mit Saad Ayub, überzeugt mich vor allem durch seine melancholisch angehauchte Melodie, die im Breakdown wie so oft ihren Anfang findet. Ist durchaus ein Highlight vom Album. Ja, und zukünftige Erinnerungen werdet auch ihr haben, und zwar an meine nächste Hörprobe. Ja, die Tracks 9 bis 11, das wäre einmal Moments with You zusammen mit dem Israeli Raphael Osmo, dann hätten wir Lost Angels mit Delta One und Accelerator mit Jordan Suckley, mit dem Paul von Dyk auch schon ein paar Mal zusammengearbeitet hat. Und ab der Stelle wird es ein bisschen schwierig vom Album her, die Tracks zu unterscheiden. Also es sind alle 3 Titel solide Nummern, aber man merkt halt auch hier schon so ein bisschen das Uplifting-Schema, Uplifting-Trance wird hier sehr repetitiv genutzt. Also wer natürlich den Sound liebt, kriegt genau das, ist gut produziert, aber nicht mehr und nicht weniger. Es setzt sich für mich leider nicht ab. Ja, bei Mission Control haben wir dann mal nur Paul von Dyk selber, also kein Feature mit jemand anderem. Hat auch endlich mal nicht diesen formelhaften Aufbau der zahlreichen Uplifting-Tracks zuvor. Hier eher Progressive Trance, wirkt deeper. Also im Grunde genommen das, was ich auch so ein bisschen bei Amanece schätze, das ist ja auch eher progressiv und auch etwas deeper. Und auch in dem Fall hier ist es etwas spacey, ja, spacig, nicht so dieses Haut drauf, transig, formelhafte, was ich sehr gut finde. Kommt natürlich an Amanece nicht heran aus meiner Sicht, aber ist definitiv einer der besseren Tracks aus Music Rescues Me. Ja, die volle Kontrolle habt ihr jetzt gleich auch, denn hier kommt die nächste Hörprobe. Made of Stars ist dann Track Nummer 13 im Projekt zusammen mit Projekt 8. Ist solide produziert, kann man nicht sagen. Das trifft aber ja auf so gut wie alle Tracks zu. Hat ein paar Klaviertupfer hier und da, schöne Flächen im Breakdown, aber ansonsten keine richtige Melodie. Und deswegen ist der Track auch für mich nur eher im Mittelmaß anzusiedeln. Time Traveler klingt in dem Fall sogar eher nach Progressive House als nach Trance, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich wird das im Trance eingeordnet, aber mittlerweile sind ja die Genres auch so ein bisschen fließend. Ja, das eine geht ins andere über. Deswegen ist das, ja, aber für mich klingt es fast eher nach House, muss ich sagen. Ist eine entspannte Mellow-Nummer. Mir gefallen unter anderem die ganzen Soundeffekte und auch Fills, die da drin sind. Das gefällt mir sehr. Ist auch durchaus eine gute Abwechslung des Albums, aber halt sehr lang geraten mit 8 Minuten. Und der letzte Track ist, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, das Reprise, heißt einfach nur Reprise an der Stelle, ist ein Piano-Reprise von dem Titelsong, also von Music Rescues Me. Diesmal inklusive Streichern, ist natürlich relativ schwierig zu bewerten, ist durchaus gut. Die Melodie strahlt, wie ich es vorhin schon genannt habe, strahlt hier fast besser als auf dem eigentlichen Song, meiner Meinung nach. Als Abschluss ist das schon in Ordnung, also absolut okay. Ja, Music Rescues Me von 2018 führt den Weg des Vorgängers konsequent fort. Das heißt, wir haben hier puristischen Trance bzw. Uplifting Trance ohne EDM-Experimente. Der Opener Amanece ist der absolute Oberkracher, ja, absoluter Oberkracher.
und für mich einer der besten Paul-Tracks der letzten Jahre. Allerdings verliert sich das Album im Mittelteil für meinen Geschmack zu sehr im formelhaften Uplifting-Baukasten. Viele der Kollaborationen klingen nach Schema F. Fetter Lied, emotionaler Breakdown, aber die wirklich herausragende Melodie fehlt oft. Es wirkt streckenweise etwas repetitiv, auch wenn das Handwerk durchweg auf solidem Grundniveau ist. Zusammengefasst ein starkes Werk für Trance-Puristen, dem über die volle Distanz aber ein wenig die experimentelle Abwechslung fehlt. Alles in allem höre ich Music Rescues Me bei durchaus beachtenswerten 7,4 Punkten. Und damit reiht sich das Album nur einen Hauch hinter From Then On ein, ist aber ziemlich gleich auf. Ja, wie die Wertung genau zustande kommt und ich die Tracks einzeln bewerte, das seht ihr natürlich wie immer ganz normal unten aufgelistet in der Videobeschreibung. Aber ja, das war wie immer nur meine Sicht auf das Album Music Rescues Me. Wie hört ihr denn das Album? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne wie immer unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ansonsten war es das mal wieder für heute. Ich bin Phil von Oizo Music. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.